Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Auch heute geht es wieder um einen alten Fall, und zwar aus dem Jahr 1989. In der Aktenzeichen Y-Darstellung vom 3. Mai 1991 begann der Filmfall aber mit einer anderen Tat. Auch ein Sexualdelikt, aber dabei handelte es sich um einen versuchten Mord, und in diesem Teil des Filmfalls wurde der Name des Opfers geändert, so dass eine Recherche nicht möglich war. Ebenso bestand, so hat man dann im Nachhinein festgestellt, kein Zusammenhang zu dem Fall von Sabine S. Aus diesem Grund bin ich dann direkt zu dem Hauptfall übergegangen. Allerdings war die Darstellung bei Aktenzeichen Y sehr kurz. Sabine wurde am 27. September 1989 in Hanau im Pedro-Jung-Park tot aufgefunden. Der Unterkörper war völlig unbekleidet. Am Oberkörper trug sie einen Pullover, ein T-Shirt und ein zerrissenes Bustier. Die 20-jährige Sabine stammte aus Düren und wollte Goldschmiedin werden. Sie hatte am 1. September 1988 einen Ausbildungsplatz bei der staatlichen Zeichenakademie Hanau angetreten. Und dabei handelte es sich um eine renommierte Ausbildungsstelle für den Beruf. Für die Ausbildungszeit hatte sie ein kleines Apartment in der Nähe der Akademie gemietet. Am Montag, dem 25. September 1989, steht am Nachmittag Werkunterricht auf dem Lehrplan und sie benutzte diesen Unterricht für einen kleinen privaten Freundschaftsdienst. Ein Bekannter aus Düren hatte sie darum gebeten, eine irische Münze mit der Harfe nach oben auf einem Sturmfeuerzeug der Marke Zippo anzubringen. Daher stammt auch der Name dieses Filmfalls, und zwar irische Harfe. Und diese Arbeit an dem Feuerzeug ist dem Bekannten sehr wichtig. Noch am Abend des 25.09. erkundigt er sich, ob es bereits fertig ist. Am Telefon sagte sie ihm, ja, es wäre jetzt bereits fertig und sie würde dann an diesem Wochenende nach Hause fahren und das Feuerzeug natürlich auch mitbringen. Allerdings wurde sie am nächsten Tag, dem 26. September 1989, ermordet. Und der Täter hat auch dieses Feuerzeug aus ihrem Besitz mitgenommen und einige andere Gegenstände. Und das war dann auch bereits die filmische Darstellung des Falls. Und dann kommen wir direkt zur Lösung des Falls. Der letzte Abend von Sabine kann von der Polizei sehr genau rekonstruiert werden. Nach dem Werkunterricht in der Zeichenakademie am 25. September 1989 verbringt sie den Abend zu Hause. Am frühen Abend meldet sich der Freund, für den das Feuerzeug bestimmt ist, telefonisch bei Sabine. Das wurde ja schon in der Filmdarstellung gezeigt. Der Freund berichtete später, dass Sabine das Feuerzeug in ihrem Besitz hatte und für das Wochenende geplant hatte, ihre Eltern in Düren zu besuchen. Dort wollte man sich treffen. Später am Abend hatte Sabine dann noch Besuch von einem Freund aus der Zeichenakademie. Zusammen mit einem Mitbewohner haben die drei eine Folge der Reihe Allein gegen die Mafia im Fernsehen angeschaut. Kurz nach Mitternacht hat sich der Freund dann auf den Heimweg gemacht. Und Sabine ist dann wahrscheinlich zu Bett gegangen. Sicher ist, dass Sabine am nächsten Tag die Vorlesung geschwänzt hat, was jedoch häufiger vorkam. Am Abend will Sabine Steffen einen Volkshochschulkurs besuchen. Erst mittags macht sie sich auf den Weg von ihrem Apartment zur Zeichenakademie oder eventuell in die Innenstadt, wobei sie eine Abkürzung durch den Pedro-Jung-Park wählt. 7 Minuten braucht das Mädchen für den Fußweg zur Akademie. Und hier trifft Sabine ihren Mörder. Der Trampelpfad liegt zwar mitten in der Stadt, ist aber teilweise schwer einsehbar. Ein Umstand, der sich der Täter bei dieser Tat zu Nutzen macht. Auf diesem Weg wird Sabine Steffen überwältigt, ins Gebüsch gezogen und auf brutale Art und Weise vergewaltigt. Nach der Vergewaltigung erschlägt der Täter Sabine mit einem 25 Kilogramm schweren Sandsteinbrocken und schleift das Opfer 30 Meter ins Gebüsch. Und dort versteckt er es unter einer Plane neben einer Bahnüberführung. Obwohl der Tatort unweit einer Hauptverkehrsstraße liegt, bleibt das Geschehen einen Tag lang unbemerkt.
Am Morgen des 27. September 1989 entdeckt ein Bahnarbeiter um 10:15 Uhr bei Gleisarbeiten im Unterholz zwischen Pedro-Jung-Park und der Bahnüberführung die teilweise unbekleidete Leiche von Sabine. Der Unterkörper ist total entkleidet, Pullover und BH sind zerrissen. Im Umkreis von 30 Metern um den Tatort herum sind Jeans, Slip und weitere Kleidungsstücke von Sabine verstreut. Auf den ersten Blick ist erkennbar, dass die junge Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Der Leichnam ist übel zugerichtet. Der Täter hat zumindest zweimal mit einem sehr schweren Sandstein auf den Kopf des Opfers geschlagen. Die Verletzungen im Unterleib deuten auf eine brutale Vergewaltigung hin. Der 25 Kilogramm schwere Sandsteinblock mit Blutanhaftung auf der Unterseite finden die Beamten neben der Leiche. Die Tat hat sich nach Ansicht der Rechtsmedizin einen Tag zuvor am späten Nachmittag oder frühen Abend ereignet. Bei der Leichenuntersuchung werden winzige Spermaspuren im und am Körper der Toten gefunden. Die Erfassung eines genetischen Fingerabdrucks ist jedoch Ende der 80er noch nicht möglich. Zunächst kann die Tote nicht identifiziert werden. Es werden keine Ausweispapiere gefunden. Erst am nächsten Tag identifizieren Mitschüler der Akademie anhand der Fotos der Leiche und Fotos der Kleidung Sabine. Die Bluttat ruft in der Bevölkerung, vor allem bei jungen Menschen, Proteste hervor. Die Schülervertretung der Zeichenakademie fordert einen Tag nach dem Mord die Einführung eines Nachttaxis, um Frauen besser vor Übergriffen zu schützen. Auf der Beerdigung von Sabine protestieren erneut rund 500 meist junge Leute bei einem Trauermarsch, die vor allem Gewalt gegen Frauen anprangern. Mit bis dahin einmaligem Personaleinsatz bemüht sich die Hanauer Polizei in der Folgezeit, den Täter zu überführen. Alle Anwohner auf dem letzten Weg von Sabine werden befragt, ebenso ihre Mitschüler der Zeichenakademie. In Verdacht gerät zunächst der Freund von Sabine, der das Opfer am letzten Abend für ihre Ermordung in ihrer Wohnung getroffen hat. Die Beamten erfahren, dass er und Sabine an diesem Abend Streit hatten und er für die Tatzeit kein Alibi hat. Ein Tatnachweis gelingt jedoch nicht. Er bleibt jedoch jahrelang einer der Hauptverdächtigen. Ziemlich schnell gerät auch der damals 23 Jahre alte Jürgen K. ins Visier der Ermittler. Bereits 1982 hatte er ein 11-jähriges Mädchen überfallen, missbraucht und versucht zu töten. Er wurde zu 4 Jahren Haft und anschließender psychiatrischer Behandlung verurteilt. Also das Urteil ist mal wieder spannend. 11-jähriges Mädchen überfallen, missbraucht und hat es versucht zu töten und bekommt halt 4 Jahre Haft und dann psychiatrische Behandlung. Im April 1989 wurde er als geheilt auf Bewährung entlassen. 5 Monate später wurde Sabine umgebracht. Im fraglichen Zeitraum hielt er sich in der Nähe des Tatorts am Pedro-Jung-Park auf. Er war bei einer Hanauer Baufirma beschäftigt, die in der Nähe des Tatorts gearbeitet hat und dort Tiefbauarbeiten durchführte. An jenem Dienstag, also dem Tattag, hatte er sich Urlaub genommen. Für eine Überführung reichte es jedoch noch nicht aus. 19 Monate nach der Tat, im Mai 1991, bittet die Kripo die Zuschauer in Augenzeugen Y um Mithilfe. Der Fall von Sabine weist Parallelen zu einem Mordversuch in Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart auf. Auch in diesem Fall wurde eine junge Frau, nachdem sie als Anhalterin in ein Auto gestiegen war, sexuell missbraucht. Nach der Vergewaltigung versuchte der Täter, sein Opfer ebenfalls mit einem schweren Stein zu töten. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Beide Fälle wurden dann zusammen in einem Filmfall rekonstruiert und von der Kripo Würzburg vorgestellt. Der Schwerpunkt in der Filmrekonstruktion liegt jedoch in dem Fall aus Lohr. Über den Fall von Sabine erfährt der Zuschauer nicht viele Einzelheiten. Tatort und Tatbegehung werden nicht nachgestellt. Lediglich Fragen über den Verbleib des auffälligen Sturmfeuerzeugs bzw. eines Schlüsselanhängers sind für die Kripo im Rahmen der TV-Verhandlung interessant. In der Spätausgabe berichtete Eduard Zimmermann von insgesamt 20 Hinweisen im Fall von Sabine.
Vor allem auf den Verbleib des Feuerzeuges gehen die meisten Hinweise ein. So soll ein Mann ein Jahr nach dem Mord im fränkischen Raum das Feuerzeug in seinem Besitz gehabt haben. Wer dieser Mann jedoch war, konnte nicht ermittelt werden. Die Polizei kam dann mit ihren Ermittlungen nicht weiter. Erst 4 bis 5 Jahre später kommt dann wieder Bewegung in den Fall. In den USA wird zu dieser Zeit ein Mann festgenommen, der wegen ähnlicher Straftaten angeklagt wird und später auch verurteilt wurde. Der US-Soldat war zum Tatzeitpunkt in Hanau stationiert. Blutuntersuchungen haben ihn jedoch als Täter ausgeschlossen. Und in der Zwischenzeit haben sich dann die kriminaltechnischen Untersuchungsmethoden eben verbessert, die es ermöglichten, an dem Opfer festgestellte Spermareste auch nach einem Jahrzehnt noch mit einer Genauigkeit von 200 Billionen zu 1 zu analysieren. Und aufgrund der neuen Untersuchungsmethoden werden dann im September 1998 diese geringen Spermaspuren, die damals aber noch nicht für einen exakten genetischen Fingerabdruck ausreichten, analysiert und mit freiwilligen Speichelproben von 54 Verdächtigen verglichen. Unter ihnen ist auch der Freund, der am Abend vor dem Mord Streit mit Sabine Steffen hatte. Alle Proben weisen ein negatives Ergebnis auf. Auch der Freund, bis zu diesem Zeitpunkt noch einer der Hauptverdächtigen, scheidet als Täter aus. Jürgen K., in den Akten der Hanauer Polizei als Spur 135 geführt, sitzt zu dieser Zeit in einer psychiatrischen Klinik in Haina. Kurz nach seiner Entlassung im April 1989 heiratet er, jedoch erleidet seine Frau kurz nach der Heirat eine Fehlgeburt. 6 Monate nach dem Mord an Sabine sucht er nach einem Streit mit seiner Ehefrau eine Prostituierte auf. Er vergewaltigt diese Frau und versucht anschließend, sie zu ersticken. Nur mit heftigster Gegenwehr gelingt es der Frau, sich zu befreien. Nach der Tat zeigt sie ihn an. Daraufhin wird er wegen versuchten Totschlags festgenommen und 1991 zu 6,5 Jahren Haft mit Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt verurteilt. 1998 hat er dann die Freiheitsstrafe zwar abgebüßt, aber eine Entlassung kommt für die behandelnden Ärzte damals nicht in Betracht. Das jährliche Gutachten, das darüber entscheidet, fällt negativ aus. Die Ärzte halten ihn für eine dauernde Gefahr für die Allgemeinheit. Die Gefahr der Begehung weiterer Straftaten sei sehr hoch und eine Entlassung sei nicht empfehlenswert. Auf ihn werden die Beamten wieder aufmerksam, als dieser von der Psychiatrie in Haina aus einen Leserbrief an den Hanauer Anzeiger verfasst, in dem er sich zu einem anderen Verfahren äußert und darin indirekt eingesteht, ein Verbrechen begangen zu haben, für das er noch nicht verurteilt wurde. Beamte der Kripo Hanau suchen ihn in Haina auf und bitten ihn um eine Speichelprobe. Der Verdächtige verweigert jedoch diese Speichelprobe. Und gegen den richterlichen Beschluss legt er Beschwerde ein. Erst ein Gerichtsbeschluss zwingt den Gewaltverbrecher dazu, im März 1999 eine Speichelprobe abzugeben. Und diese Speichelprobe wird dann sofort für weitere Untersuchungen ins Labor geschickt. Mitte Mai dann das Ergebnis. Spur 135 ist der Täter. Der Vergleich der Speichelprobe mit den vorgefallenen Spuren ergibt, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von 200 Millionen zu 1 der gesuchte Täter ist. Damit steht fest, dass der Verdächtige zumindest sexuellen Kontakt mit dem Opfer am Tattag gehabt haben muss. Ich glaube, ich hatte vorhin 200 Billionen zu 1 gesagt. Das ist leider ein Fehler von mir gewesen. Also ich meinte vorher auch 200 Millionen zu 1. Insgesamt 190 Tatverdächtige überprüfte die Soko in 10 Jahren. 2000 Menschen wurden befragt. Sogar aus New York und Hongkong ließ sich die Hanauer Polizei Speichelproben schicken, um einen Abgleich vorzunehmen. Und die Spur 135 war der Volltreffer. Am 19. Mai 1999 überbringen Beamte Jürgen K. den Haftbefehl in die geschlossene Anstalt nach Haina. Er bestreitet jedoch den Tatvorwurf hartnäckig und beschuldigt die Beamten, dass sie nur einen Schuldigen bräuchten und nur Indizien hätten. Trotzdem erhebt die Staatsanwaltschaft Mitte 2000 Anklage wegen Mordes in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch in einem besonders schweren Fall. Die Anklage wird zugelassen und auf Anfang Januar terminiert.
Und im Januar 2001 beginnt dann in Hanau der Mordprozess gegen Jürgen K. Die Anklage wirft dem Angeklagten Mord vor, um die vorangegangene Vergewaltigung zu verdecken. Wir sind im Jahr 2001. Die DNA-Analyse hat noch nicht die hohe Akzeptanz wie heute. Auch die Staatsanwaltschaft geht in der Anklageschrift vorsichtig mit dieser neuen Methode um und spricht davon, dass er am Tattag lediglich sexuellen Kontakt zum Opfer gehabt haben muss. Jedoch sprechen weitere Indizien gegen den Angeklagten, da er im Tatzeitraum in Tatortnähe war und seine kriminelle Vergangenheit für eine Täterschaft sprechen würde. Die Anklage stützt sich somit nicht alleine auf die kriminaltechnischen Untersuchungen. Jürgen K. ist massiv wegen ähnlicher Delikte vorbestraft. Schon als 16-Jähriger hatte er mehrere Frauen angegriffen, ein 11-jähriges Mädchen überfallen, missbraucht und versucht es zu töten. Damals wurde eben, wie vorher schon berichtet, zu 4 Jahren Haft und anschließender Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt verurteilt. Im April 1989 aber als geheilt aus der Anstalt entlassen. 5 Monate später passiert der Mord im Pedro-Jung-Park. Ein halbes Jahr nach dieser Tat an Sabine geriet er mit einer Prostituierten in Streit, vergewaltigte sie und versuchte sie zu erdrosseln. Nur durch verzweifelte Gegenwehr gelang es der Frau, sich zu retten. Er wurde daraufhin erneut zu 6,5 Jahren verurteilt und aufgrund einer negativen Persönlichkeitsprognose sitzt er diese Strafe immer noch in der Anstalt Heiner ab. Der Angeklagte, der in Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt wurde und schwer bewacht wurde, verweigerte die Aussage. Er berief sich auf sein Schweigerecht. Er gab lediglich an, dass er diese Tat nicht begangen hat. Der Antrag der Verteidigung, die Öffentlichkeit auszuschließen, wird vom Gericht nicht stattgegeben. Lediglich die psychologischen Gutachten sollen ohne Publikum und Medienvertreter gehört werden. Und als erster Zeuge wird der Chefermittler der Kripo vernommen. Er berichtet vom Fund der Getöteten und der ebenso aufwendigen wie mühsamen Spurensuche in den darauffolgenden Monaten und Jahren. Von Anfang an hatte die Kripo 3 Verdächtige im Visier: den Angeklagten, ein Freund des Opfers und einen US-Soldaten, der zum Tatzeitpunkt in Hanau stationiert war. Der Soldat und der Freund konnte durch einen DNA-Abgleich ausgeschlossen werden. Insgesamt wurden 190 Speichelproben untersucht und eben sogar aus New York und Hongkong wurden da Speichelproben angefordert. Und nach Recherchen der Kripo wurde die 20-jährige Sabine aus Düren am Abend vor der Tat zum letzten Mal lebend gesehen. Dies bestätigten auch ihr Mitbewohner und ein weiterer Bekannter, der damals zu den Hauptverdächtigen gezählt hatte. Das war ihm der Freund, mit dem sie da abends noch Fernsehen geschaut hat. Aus den Ergebnissen der Obduktion und nach Zeugenbefragungen konnte die Kripo lediglich rekonstruieren, dass Sabine an ihrem Todestag die Schule schwänzte, was offenbar mehrfach vorkam. Und etwa 8 Stunden vor ihrer Ermordung, die auf den Zeitraum zwischen 13:30 und 20 Uhr datiert wird, hatte sie gefrühstückt und sich dann irgendwann am Nachmittag auf den Weg von ihrem Apartment am Kinzigsheimer Weg zur Zeichenakademie oder in die Innenstadt gemacht, wobei sie eben eine Abkürzung über den Hafenplatz nehmen wollte. Am Abend hätte Sabine eine Volkshochschule, also einen Kurs in der Volkshochschule besuchen wollen. Aber da lag ihr toter, geschändeter Körper und teilweise entkleideter Körper mit dem zerschmetterten Kopf bereits von einer Plane verdeckt, in einem Gebüsch unterhalb der Gleise. Die Leiche wurde dann eben am nächsten Tag von einem Bahnmitarbeiter entdeckt. Mögliche Spuren hatte ein nächtlicher Regenguss weggewaschen. Auf den Angeklagten Jürgen K. wurden die Beamten erneut aufmerksam, als dieser von der Psychiatrie in Heiner aus einen Leserbrief an den Hanauer Anzeiger schickte. Den DNA-Test hat er ja verweigert und musste dann eben per Gerichtsbeschluss erzwungen werden. Der Vergleich mit den gefundenen Spermaspuren erwies sich in seinem Fall aber als Volltreffer. Und danach sagte dann der Bruder des Angeklagten aus. Er machte von seinem Schweigerecht als Angehöriger keinen Gebrauch. Er spricht von der gemeinsamen Kindheit und beschreibt seinen Bruder als zurückhaltend. Die Ehe, die sein Bruder nach seiner Entlassung geschlossen hatte, sei in Ordnung gewesen.
Ob sie durch eine Fehlgeburt belastet gewesen sei, vermochte er nicht zu sagen. Außerdem war sein Bruder offenbar im Besitz eines mit einer Münze verzierten Sturmfeuerzeugs, das von Sabine angefertigt worden war. Der Bruder konnte sich genau daran erinnern, da er so ein Feuerzeug noch nie gesehen hatte. Auf die Frage an seinen Bruder, woher er dieses Feuerzeug habe, antwortete er, dass er dieses gefunden hatte. Über den Verbleib des Feuerzeugs wisse er jedoch nichts. Hinzu kommt nach Angaben des Bruders, dass der Angeklagte in der Nähe des Tatorts arbeitete und dabei den täglichen Weg der jungen Frau von und zur Zeichenakademie beobachten konnte. Danach sagen mehrere Freunde des Opfers aus. Sie berichten von dem letzten Zusammentreffen mit ihr. Darüber, ob die junge Frau den Angeklagten kannte, wissen sie nichts. Auch der Freund, der nach der Tat in Verdacht geriet, wird vernommen. Am letzten Tag im Leben von Sabine sei es zu einem kleinen Streit gekommen. Warum, wisse er nicht mehr. Aber man sei am Abend nicht im Streit auseinandergegangen. Dann werden mehrere Gutachter der Rechtsmedizin gehört. Der medizinische Sachverständige bemängelt dabei, dass bei der Erstuntersuchung der Leiche von Sabine mehrere Faktoren nicht berücksichtigt worden seien. Zudem habe die Wissenschaft seit den inzwischen vergangenen 11 Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Im Gegensatz zu damals gehen die Rechtsmediziner heute davon aus, dass die 20 Jahre alte Kunststudentin nicht erst in den Abendstunden des 27. September 1989, sondern schon am Nachmittag zwischen 13 und 16 Uhr überfallen und erschlagen wurde. Die Tat am Pedro-Jung-Park sei somit am helllichten Tag geschehen, wahrscheinlich sogar um die Mittagszeit. Anzeichen einer Gegenwehr seien nicht festgestellt worden. Der Täter habe mindestens zweimal mit einem 25 Kilogramm schweren Sandsteinblock auf den Hinterkopf des am Boden liegenden Opfers eingeschlagen. Sabine erlitt dabei multiple Schädelbrüche und Hirnverletzungen. Dennoch, so der Mediziner, könne es bis zu einer Viertelstunde gedauert haben, bis sie tot war. Zumindest seien einige Lebensfunktionen auch nach den Schlägen noch intakt gewesen. Darauf deute das Einatmen des eigenen Blutes hin. Das Mädchen sei mehr oder weniger gleichzeitig verblutet und erstickt. Außerdem hätte die zentrale Hirnfunktion versagt. Das Opfer war am Leben, als es vergewaltigt wurde. Dies beweisen zahlreiche Blutergüsse bzw. Einblutungen im und am Unterleib des Opfers. Obwohl die Vergewaltigung ziemlich brutal war, habe das Opfer diesen Akt fast ohne Gegenwehr über sich ergehen lassen. Ein weiterer Bruder, die Mutter und der Vater des Angeklagten, die ebenfalls als Zeugen geladen wurden, machten als direkte Verwandte von ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. Eine weitere Zeugin, eine Bekannte der Familie, erklärte dazu, die Familie negiere die Existenz von Jürgen K., seitdem dieser strafwürdig geworden sei. Die Familie, vor allem die Eltern, hätten den Kontakt zum Angeklagten wahrscheinlich aus Scham abgebrochen. Die Zeugin erinnert sich auch an eine Erzählung der Mutter des Angeklagten, wonach ihr dieser zur fraglichen Zeit mit zerkratzten und blutverschmierten Armen gegenübergetreten sei. Dann schließt das Gericht die Öffentlichkeit aus, da psychologische Gutachten verlesen werden. Von den Ärzten wird der Angeklagte als schizoide Persönlichkeit getrieben von sexuellem Sadismus beschrieben. Selbst wenn Jürgen K. in diesem Verfahren nicht verurteilt wird, dürfte er die Anstalt auf absehbare Zeit nicht verlassen. Er stellt als Triebtäter eine dauernde Gefahr für die Allgemeinheit dar, der jederzeit wieder Verbrechen begehen würde. Dann werden Experten aus dem LKA Hessen gehört. Im Vordergrund steht die Zuverlässigkeit der DNA-Analyse. Die Gutachter erinnern daran, dass es bei den Untersuchungen unmittelbar nach der Tat noch nicht gelungen war, die kleinen Spuren zuzuordnen. Im vergangenen Jahrzehnt sei in dieser Hinsicht allerdings gewaltige Fortschritte gemacht worden, die vor 2 Jahren eine genauere Analyse ermöglichten. Der Vergleich mit den alten Spuren vom Tatort und der Speichelprobe ergibt, dass der Angeklagte mit einer Wahrscheinlichkeit von 200 Millionen zu 1 der Täter sei. Die Experten konnten jedoch keine Angaben machen, wie groß dieses Verhältnis bei Verwandten ist. Die Verteidigung beantragt, dass die Brüder und der Vater einem gleichartigen Test unterzogen werden,
und ein Biostatistiker beauftragt wird, ein entsprechendes Gutachten zu erstellen. Das Gericht stimmt diesem Antrag zu, lässt sich jedoch von den Experten erklären, wie zuverlässig die DNA-Analyse sei. Die Gutachter erklären, dass es seit wenigen Jahren möglich sei, aus sehr geringen Spuren wie zum Beispiel Blut, Speichel oder aus Sperma ein komplettes DNA-Profil zu erstellen, wenn eine entsprechende Vergleichsprobe wie zum Beispiel Speichel vorhanden sei. Das kennen wir ja mittlerweile, das ist ja mittlerweile Standard. Und weitere Gutachter, die das Gericht zusätzlich geladen hat, schließen aus, dass die Spermaspuren, die im Slip und am Körper des Opfers gefunden worden waren, von einem Fremden stammen könnten, der zufälligerweise den gleichen genetischen Code aufweist wie der Beschuldigte. Und nachdem der Gutachter vom Gericht entlassen wird, meldet sich der Angeklagte zu Wort und gesteht die Tat. Weitere Angaben, etwa zu seinen Motiven, macht er nicht. Diese Einlassung lässt der Angeklagte über seinen Verteidiger verkünden. Auf Nachfrage des Richters antwortet der Angeklagte nicht mehr. Das Gericht schließt die Beweisaufnahme und bittet Anklage und Verteidigung um die Plädoyers. Die Staatsanwaltschaft sieht den Mordvorwurf nicht als erwiesen an. Die Anklage plädiert schließlich auf Totschlag. Auch ohne das Geständnis in der vergangenen Woche habe die Staatsanwaltschaft keinen Zweifel an der Täterschaft von Jürgen K. gehabt. Zwar habe es keine Tatzeugen gegeben, doch die zusammengetragenen Indizien hätten keinen anderen Schluss zugelassen. Der Angeklagte hatte in Tatortnähe gearbeitet und an jedem Tag frei. Er hatte schon zuvor junge Frauen angegriffen, wobei er Spuren verwischte und eine Vorliebe für Fesselungen zeigte. Die Ausübung von Macht erregte ihn. Er versuchte seinen abartigen Sexualtrieb bei Prostituierten zu befriedigen, seitdem seine Frau schwanger war. Und schließlich der DNA-Vergleich mit den Spermaspuren, die an der Leiche gefunden wurden, die gegen ihn sprechen. Was genau an jenem Tag geschah, welche Motive er hatte, die junge Frau zu töten, sei nicht geklärt worden. Mangels eindeutiger Mordmerkmale sei daher von Totschlag auszugehen. Begangen von einem psychisch Kranken, dessen Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war. Gut, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Wenn ich jemanden mit einem 25 Kilogramm schweren Stein oder Sandsteinblock auf den Kopf schlage, dann möchte ich diesen Menschen töten. Also da besteht von meinem Rechtsempfinden her überhaupt kein Zweifel daran, dass man den Menschen töten wollte und dass da auch ein Mord da ist. Also es ist ja so, dass man den Vorsatz hat, diesen Menschen zu töten. Und für mich ist dieser Vorsatz gegeben. Nach der Vergewaltigung wollte er Sabine töten. Ja, und dann wurde dort gesagt, dem stehe die Brutalität des Verbrechens gegenüber und dass er während einer Bewährungszeit erneut straffällig wurde. Für die Tat beantragte die Anklage 11 Jahre Haft, zusammen mit der weiteren Verurteilung wegen eines Gewaltverbrechens nur 6 Monate später eine Gesamtstrafe von 14 Jahren. Dazu wegen der bestehenden Wiederholungsgefahr die Unterbringung auf unbestimmte Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus. In seinem Schlusssatz spricht der Oberstaatsanwalt von einem ungewöhnlichen Kriminalfall, nachdem es 10 Jahre gedauert hat, bis es aufgrund neuer seriologischer Untersuchungsmethoden möglich wurde, die Anklage gegen den Verdächtigen zu erheben. Er danke der Polizei für ihre engagierte Ermittlungsarbeit, die vielen positiven Reaktionen in der Bevölkerung und auch über die Region hinaus, verbunden mit einem Gefühl der Sicherheit vorgerufen habe. Die Verteidigung hält die beantragte Strafe für zu hoch und weist darauf hin, dass es ohne das Geständnis des Angeklagten wohl kaum gelungen wäre, eine Verurteilung zu erreichen. Also ja, das sind dann wohl so die letzten Versuche der Verteidigung gewesen. Also dieses Geständnis hat der Täter halt nur gemacht, weil er wusste, hallo, aufgrund dieser Indizienkette geht jetzt eh nichts mehr. Also ich werde so oder so verurteilt, dann versuche ich halt wenigstens die Strafe noch ein bisschen abzumildern. Also für mich schon so ein bisschen hilflose Aktion der Verteidigung. Die belastenden Zeugenaussagen der Familie bezeichnet der Anwalt als durchweg gelogen. Auch die Vorstrafen seien kein Indiz für die Schuld seines Klienten. Die Tat liege bereits über ein Jahrzehnt zurück.
Schon deshalb sei der Antrag der Staatsanwaltschaft weit überzogen. Eine deutlich niedrigere Strafe sei Tat und Schuld angemessen. In seinem Schlusswort sagte der Angeklagte wörtlich: Ich sehe mich als Täter und Opfer zugleich. Es belastet mich nicht zu sehr, eingesperrt zu sein. Was mich mehr belastet hat, ist, dass es so viele Opfer gegeben hat. Mitte Februar 2001 verurteilte das Gericht den Angeklagten zu einer Haftstrafe zu 9,5 Jahren wegen Totschlag und unter Einbeziehung des ersten Urteils zu 14 Jahren Haft. Auch das Gericht sieht in der Tat keinen Mord. Zudem wird der Angeklagte weiterhin auf unbestimmte Zeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht, weil er als Gefahr für die Allgemeinheit gilt. Es gebe keinen Zweifel für das Gericht an der Schuld des Angeklagten. Allerdings blieben viele Fragen offen, vor allen Dingen zum Motiv des Täters. Es bleiben die Mosaiksteinchen, die die Ermittler in jahrelanger Kleinarbeit gesammelt hatten und zu einem Bild zusammenfügten. Außer seinen sexuellen Neigungen sprechen weitere Indizien dafür, dass er am Tattag mit Sabine zusammengetroffen war. Die DNA-Analyse lässt nur den Schluss zu, dass er der Täter sei. Der Vergleich mit den an der Leiche gefundenen Spermaspuren erwies sich als Treffer. Er soll zudem ein von ihr gefertigtes Feuerzeug besessen haben. Die Aussage des Bruders sei absolut glaubwürdig. Die Schwurkammer folgt somit dem Antrag der Anklage, was die Gesamtstrafe angeht, wenn auch die Einzelstrafe niedriger anzusetzen sei. Das Gericht räumt dabei ein, dass das Geständnis den Ausschlag gegeben habe. Das Verfahren sei auch an die Grenzen des wissenschaftlich Möglichen gestoßen. Die Unterbringung auf Dauer sei erforderlich, da bei dem Angeklagten trotz einer langjährigen Behandlung keine Besserung seines psychischen Zustandes eingetreten sei. Der Angeklagte nimmt das Urteil an, es wird somit schon im Gerichtssaal rechtskräftig. Das war übrigens der erste Prozess in der Geschichte von Aktenzeichen Y, der durch eine DNA-Analyse geklärt wurde. So, das war es, was es zu dem Fall zu finden gab. Die Informationen zur Lösung des Falls habe ich jetzt aus einem Forum. Allerdings ist jetzt in diesem Forum nicht genau beschrieben, woher jetzt oder welche Quelle das jetzt war. Ich vermute mal ganz stark, dass es aus einem Aktenzeichen Y-Buch war. Das dürfte die ursprüngliche Quelle sein. Deswegen kann ich die eigentliche Quelle jetzt nicht genau benennen. So, dann beschließe ich damit mal das Video. Ich gehe mal davon aus, dass einige von euch diesen Filmfall kennen, vor allen Dingen unter dem Begriff irische Harfe. Und die wenigsten werden aber wissen, dass dieser Fall gelöst ist und wie er gelöst wurde. Und dafür habe ich jetzt einmal dieses Video gemacht. Und da bedanke ich mich mal wieder bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!